Unser Held öffnet die Augen und vor ihm breitet sich die gleichgültige Weite des Ozeans aus, die den Heimweg durch tausende Meilen abschneidet. Ein Mensch, der hier ohne Verbindung und Hilfe gestrandet ist, erkennt augenblicklich den Ernst der Lage. Er ist allein auf einem unbekannten Landstreifen und jeder Fehler könnte das Leben kosten. Auf dieser Insel, wo die Sonne unaufhörlich die Haut verbrennt und der Wind keine Erleichterung bringt, wird das Bedürfnis nach Süßwasser zur obersten Priorität. Dehydrierung ist die unmittelbare Bedrohung, mit der der Held jetzt konfrontiert ist. Selbst bei der hohen Luftfeuchtigkeit der Tropen sind Wasserquellen selten und ihre Suche wird zur wichtigsten Aufgabe. Als er tiefer in das grüne Dickicht vordringt, wird dem Helden klar, dass die Insel keineswegs ein Füllhorn ist. Kleine Freuden sind Kokosnüsse und seltene Beeren, aber eine langfristige Versorgung ist nicht garantiert. Der Ozean lockt mit dem Versprechen von Fisch, doch er muss mit Vorsicht erkundet werden. Die mögliche Begegnung mit Haien ist beängstigend. Wie hält man das Spiel gegen die Elemente und die afrikanische Hitze aus? Das eigentliche Problem ist nicht nur das physische Überleben, sondern auch der psychische Zustand. Die salzige Luft und das Fehlen vertrauter Geräusche und Gesichter verwandeln die Prüfung in einen Marathon innerer Stärke. Die einzige Rettung liegt im gesunden Menschenverstand und einem durchdachten Ansatz, den Ressourcenmangel zu zähmen, indem man jeden nächsten Schritt plant. Künftige Ereignisse auf der Insel werden neue Herausforderungen mit sich bringen, auf die man sich vorbereiten muss. Und während der Held nachdenkt, wird die Uferpromenade des Schicksals unerwartete Prüfungen bereithalten. Süßwasser macht nur etwa 2,5% aller Wasserressourcen der Erde aus. Von dieser winzigen Menge an verfügbarem Süßwasser befindet sich nur ein kleiner Teil in Flüssen und Seen, der Rest ist unter der Erde oder in Gletschern verborgen. Auf einer Insel, die von der Zivilisation abgeschnitten ist, ist die Chance, trinkbares Wasser zu finden, fast so groß wie ein Lottogewinn. Der Ozean, der sich ringsum erstreckt, ist ein endloses Meer der Salzigkeit und sein Wasser mit 35 Promille Salz ist beim Trinken tödlich gefährlich. Allgemeines Wissen und Instinkt führen den Helden zu den Mangrovenwäldern, der Heimat von Süßwasserressourcen. Diese Küstenbäume schaffen nicht nur eine schattige Oase, sondern deuten auch auf das Vorhandensein von Süßwasser hin. Verborgene Quellen und feuchte Stellen können Rettung verheißen. Doch jeder Schritt durch das dichte Dickicht ist wie das Durchqueren eines Minenfelds, denn in diesen Gebieten gibt es oft giftige Schlangen und andere verborgene Gefahren. Als er weiter voranschreitet, bemerkt der Held ein ausgetrocknetes Bachbett. Obwohl das Bachbett leer ist, ist es ein Zeichen für das Vorhandensein von Grundwasser. Er klammert sich an die Hoffnung, bis das Flüstern eines leichten Windhauchs ihm den Weg zu einer Quelle im Schatten der Bäume weist. Dort stillt er seinen Durst und gewinnt einen Hauch berauschender Zuversicht. Jeder Schluck gibt ihm ein wenig mehr Kraft und Entschlossenheit, den Kampf ums Überleben fortzusetzen. Doch Entspannung ist nicht erlaubt. Die Prüfungen gehen weiter und etwas Neues ist bereits bereit, unseren Helden auf die Probe zu stellen. Nachdem er Zugang zu Süßwasser erlangt hat, wird dem Helden klar, dass nun der Aufbau einer Wärme- und Schutzbarriere auf der Tagesordnung steht. Im feuchten Klima erscheint es fast unmöglich, Feuer zu machen, denn um die uralte Technik mit Bogen und Bohrer erfolgreich anzuwenden, muss das Holz vollkommen trocken sein. Er wählt weiche Holzarten wie Linde oder Pappel aus, um die Erfolgschancen so weit wie möglich zu erhöhen. Zu Beginn der Arbeit verwendet der Held Pflanzenfasern, die er zu einer festen Schnur verdreht. Baumrinde und robustes Gras dienen ihm dabei als Rohmaterial. Besondere Aufmerksamkeit widmet er der Herstellung von Zunder. Er zerkleinert die Rinde fein und zerlegt das Moos in kleine Fasern, um ein glimmendes Material zu erhalten, das für die Umsetzung seines Plans notwendig ist. Der Prozess, einen Funken zu erzeugen, wird zu einem Marathon aus Geduld und Ausdauer. Die Erschöpfung durch das endlose Reiben und die Feuchtigkeit der Umgebung lassen den Erfolg zweifelhaft erscheinen. Doch schließlich werden seine Bemühungen belohnt. Ein winziger Funke belebt die Arbeit und der Held sieht, wie eine kleine orangefarbene Flamme an die Zweige schleicht und zu einem richtigen Feuer auflodert. Dieses Feuer wärmt ihn nicht nur in der kühlen Nacht, sondern wird auch zu einer Barriere gegen wilde Tiere, indem es sie mit Licht und Lärm vertreibt. Als er erneut die Hitze der Luft spürt, schmiedet der Held gedanklich Pläne für die kommenden Tage. Im Einklang mit der Dynamik der Insel weiß er, dass neue, schwierige Prüfungen auf ihn warten. Seit Urzeiten bauten Menschen, die sich in der Wildnis wiederfanden, einfache Unterstände, um sich vor den Elementen und wilden Tieren zu schützen. Unser Held kennt diese alte Technik. Unter den Bedingungen begrenzter Ressourcen ist das kein Luxus, sondern eine lebensnotwendige Notwendigkeit. Er meidet Sümpfe, in denen Schlangen leben könnten, sowie zugige, offene Plätze. Stattdessen wählt er geschützte, dichte Waldgebiete im Inneren. Ein ideales Versteck vor Wind und Gefahren. Für das Gerüst verwendet er dicke Äste und schafft so ein stabiles Grundgerüst. Für das Dach nimmt er große Palmblätter und Gras, was traditionell vor Regenwetter und sengender Sonne schützt.
Mit Pflanzenfasern bindet er die Teile zu Knoten zusammen und macht das Versteck stabil. Die Fasern wirken wie eiserne Nähte und halten die Konstruktion zuverlässig zusammen. Nicht nur der Regen macht das Versteck zu einer Herausforderung. Unberechenbares Wetter erfordert eine Verstärkung des Fundaments, damit es jedem Wind und Sturm standhält. Solche ingenieurtechnischen Lösungen bestätigen die Erfahrung alter Völker, die geschickt Unterschlupfe unter rauen Bedingungen errichteten. Der erste Abend im neuen Unterschlupf bringt eine Stimmung der Ruhe, aber auch der Unruhe. Nächtliche Geräusche erinnern an den unsichtbaren Bewohner der Insel. Die Wunder der Wildnis sind wie Spiegel. Sie zeigen dem Menschen nicht nur seine Stärke, sondern auch seine Verletzlichkeit. Aber wird diese Nacht für den Helden sicher sein? In der Dunkelheit verbergen sich Geheimnisse, die sich jederzeit offenbaren können. Das Überleben auf einer unbewohnten Insel ist selbst für den Erfahrensten keine leichte Aufgabe. Nur eine von 1000 Inseln kann die gesamte für das Leben notwendige Infrastruktur bieten. Nicht umsonst gilt Süßwasser als Schlüsselelement. Ohne sie wird ein Mensch kaum länger als 3 Tage durchhalten. Unser Held, der bereits Wasserquellen erkundet und Unterschlüpfe gebaut hat, muss sich nun um die tägliche Ernährung kümmern. Die einfachsten Lösungen liegen oft zu Füßen. Am Ufer sucht er nach Krabben und Muscheln, die sich schnell über dem Feuer zubereiten lassen. Sie sind nicht nur reich an Eiweiß, sondern können dank ihrer natürlichen Mineralstoffzusammensetzung den Körper unter schwierigen Bedingungen unterstützen. Doch der Wald birgt seine eigenen Geheimnisse. Auf der Suche nach essbaren Pflanzen weiß der Held, dass viele von ihnen giftig sein können. Deshalb verlässt er sich auf bekannte Merkmale der Essbarkeit, das Fehlen flüchtiger Öle auf den Blättern oder einen leicht süßlichen Geruch der Beeren. Doch übermäßiges Selbstvertrauen und Intuition können täuschen. Man sollte kein Risiko eingehen und unbekannte Arten ohne entsprechendes Wissen nicht probieren. Die Jagd auf Kleintiere ist eine schwierige Aufgabe. Hier muss man äußerst vorsichtig vorgehen. Im Gedenken an die Spuren traditioneller Jagdmethoden baut er einfachste Fallen aus Ästen und Lianen. Diese Methode hat sich über Jahrtausende kaum verändert und ihre Wirksamkeit auf vielen Kontinenten bewiesen. In den Tiefen des Inselgestrüpps lernt der Protagonist, ständig wachsam zu bleiben. Jeder versteckte Ort kann sowohl potenzielle Nahrung als auch Gefahr bergen. Sicheres Überleben bedeutet nicht nur Nahrung zu beschaffen, sondern auch, die Umgebung im Blick zu behalten. Die Geheimnisse der Tropen offenbaren sich nicht sofort, und hinter jeder Ecke kann sowohl eine neue Portion Energie als auch eine Herausforderung für Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit warten. Mit Einbruch der Nacht auf der tropischen Insel füllt sich die Luft mit warmen orangeroten Farbtönen, die von den hohen Feuchtigkeits- und Trockenteilchen in der Atmosphäre gestreut werden. Der Sonnenuntergang in den Tropen ist ein wahres Schauspiel, das jeden in Ehrfurcht erstarren lässt und zugleich mit Spannung die nahende Dunkelheit erwarten lässt. Doch wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, weicht die Exotik der Landschaft einem drückenden Gefühl von Einsamkeit und Ungewissheit. Der Ozean schlägt weiterhin rhythmisch an die Küste und schafft so eine Klangkulisse, die im Kontrast zum leisen Flüstern des Windes in den dichten Büschen steht. Für den Protagonisten ist das Rauschen der Wellen das Einzige, was ihm an diesem fremden Ort vertraut ist. Sobald die Nacht die Insel vollständig einhüllt, wird ihm klar, dass sein Unterschlupf der einzige Schutz vor der Wildnis ist. Jedes Rascheln im Wald könnte von einem unsichtbaren Besucher stammen. Die Geräusche der Dunkelheit werden intensiver, als würden sie näher kommen, und jedes Knacken eines Zweiges lässt das Herz schneller schlagen. Das zuvor entzündete Feuer wird zur lebenswichtigen Quelle von Wärme und Licht, doch der Wind bringt die Flammen manchmal zum Flackern und verstärkt so die Spannung in diesem lautlosen Tanz der Nacht. Für unseren Helden ist die Kontrolle über das Feuer nicht nur eine Quelle der Sicherheit, sondern auch ein Symbol seiner eigenen Existenz in dieser rauen Welt. Das Mondlicht, das die mystische Insel erleuchtet, erschafft die Illusion von Frieden und Ruhe, trotz der unsichtbaren Gefahren, die sich in der Dunkelheit verbergen. Dies ist die erste nächtliche Prüfung des Helden, wenn er allein der ungezähmten Natur gegenübersteht und sich ganz auf seine Instinkte und Willenskraft verlässt. Jedes neue Geräusch erinnert an die eigene Verletzlichkeit, doch mit jeder Stunde wächst auch die Gewissheit, dass das Überleben hier bereits ein Sieg ist und neue Tage bevorstehen. Tage voller Prüfungen und Entdeckungen. Am Morgen empfängt die Insel den Helden mit Frische und einer leichten Brise, doch diese Ruhe ist trügerisch. In den Tropen kann selbst ein klarer Morgen schnell in Dunkelheit umschlagen, wenn sich am Horizont rasch Gewitterwolken zusammenbrauen. Ein für diese Breiten typisches Phänomen. Intensive, aber kurzlebige Regengüsse prasseln mit unglaublicher Kraft nieder. Das Wasser fällt mit solcher Wucht, als wolle es alles Lebendige von der Erdoberfläche tilgen. Das Versteck des Helden wird zur Bewährungsprobe für sein ingenieurtechnisches Geschick. Sein Bauwerk hält dem Ansturm der Elemente stand, sodass es im Inneren nahezu trocken bleibt. Die feuchte Luft und der durch die Ritzen dringende Wind machen sich bemerkbar, doch der Held verliert nicht den Mut.
Der Regen zieht so plötzlich ab, wie er begonnen hat, und hinterlässt Spuren temporärer Ströme auf dem aufgeweichten Boden. Danach wird die Insel von drückender Hitze umfangen. Die Sonnenstrahlen brennen erbarmungslos die letzten Feuchtigkeitsreste aus und vertreiben den dampfenden Atem der Wälder. Die Hitze ist nicht weniger gnadenlos als der Regen und raubt die letzten Kräfte. Der Held nutzt den Moment geschickt, um seine Kleidung und Ausrüstung zu trocknen und zeigt dabei sein Wissen über die Beschaffenheit und das Verhalten der Natur. Diese Dynamik des tropischen Klimas lehrt den Helden die Unveränderlichkeit des Wandels und weist auf die Notwendigkeit hin, auf alle Überraschungen der Natur vorbereitet zu sein. Wird er in der Lage sein, auf die Herausforderung des neuen Tages zu reagieren und mit den neuen Offenbarungen der Insel fertig zu werden? Jedes ihrer Rätsel ist nicht nur eine Prüfung, sondern auch ein Schritt näher zur Natur, der Hüterin ihrer Geheimnisse. Auf der tropischen Insel bringt jeder Tag unserem Helden neue Entdeckungen. Das Dickicht des Waldes, in dem Leguane leben, freundliche und harmlose Gefährten. Das ist eine Welt der Exotik. Auf manchen Inseln wie den Galapagos-Inseln können diese Reptilien einem Wanderer leicht begegnen. Unser Held stellt erstaunt fest, dass die Leguane keine Aggression zeigen und oft seine einzigen Nachbarn werden. Diese Wesen bedrohen den Menschen nicht, machen ihn aber mit dem tropischen Leben vertraut. Doch nicht alle Inselbewohner sind so freundlich. Das dichte Unterholz kann kleine, gefährliche Kreaturen verbergen. Diesmal stößt er auf eine Schlange, die sich unter schattigen Blättern versteckt. Sie erinnert ihn erneut daran, wie wichtig Vorsicht ist. Diese Schlangen sind eine ernsthafte Bedrohung, typisch für die Tropen, und erfordern Respekt vor der Natur. Die Natur hat ihm die Augen für ihre reiche Vielfalt geöffnet. Im Bewusstsein der Bedeutung richtiger Entscheidungen in der Wildnis verlässt sich der Held nicht nur auf seine Intuition. Erfahrung und Wissen zeigen ihm, wie man essbare Pflanzen wie Klee und Hagebutte erkennt. Vertraute Gaben der Natur, die man gefahrlos verzehren kann. Doch selbst die bekanntesten Wildpflanzen erfordern Vorsicht, damit man sie nicht mit giftigen Arten verwechselt. Jede Begegnung mit den Bewohnern der Insel überrascht den Helden, fesselt ihn und lässt die Welt in seinen Augen noch reicher erscheinen. Die Entdeckung der wilden Flora und Fauna und der Respekt vor ihr werden nicht nur zum Überlebensfaktor, sondern auch zu einer Lektion des Vertrauens, die die Natur mit großzügiger Herzlichkeit erteilt. Auf den ersten Blick wirkt der Ozean rund um die Insel ruhig und einladend, doch unter seiner Oberfläche verbergen sich vielfältige Gefahren. Zum Beispiel sind Quallen zwar verletzlich, aber nicht alle sind so harmlos, wie sie scheinen. Unter ihnen ist die Würfelqualle, auch bekannt als Seewespe, besonders gefährlich. Ihr Gift kann innerhalb weniger Minuten Lähmungen hervorrufen und zum Tod führen. Diese halbtransparenten Meeresbewohner lauern ihren Opfern an den unerwartetsten Orten auf. Seeigel verstecken sich auf dem Meeresgrund, aber ihre giftigen Stacheln können jedem, der barfuß den Grund erkundet, leicht Schmerzen zufügen oder sogar ernsthafte Verletzungen verursachen. Ein falscher Schritt und ein gefährlicher Stich kann all ihre Pläne zunichte machen. Unter den Meeresbewohnern gibt es auch Stechrochen, die sich mit ihrer flachen Form im Sand verstecken und bereit sind, mit ihrem gezackten Schwanz zuzuschlagen. Ihr Stich führt oft zu schmerzhaften Folgen. Eine weitere Bedrohung ist der Blauring-Oktopus, der nicht größer als ein Tennisball ist, aber eines der tödlichsten Gifte der Welt besitzt. Sein Tetrodotoxin kann das Opfer innerhalb weniger Minuten lähmen. Es gibt kein Gegenmittel und die Zeit arbeitet gegen sie. Lassen Sie sich nicht von Raubhaien täuschen, die als einige der tödlichsten Meeresbewohner gelten. Große weiße Haie sind berüchtigt für ihre häufigen Angriffe auf Menschen. Zum Beispiel in den Gewässern des japanischen Meeres. Diese Giganten können aus dem Nichts auftauchen und daran erinnern, dass der Mensch hier nur ein Gast ist. Das Überleben auf der Insel erfordert Respekt und fundierte Kenntnisse über die Meeresfauna. Der Ozean schenkt Leben, stellt einen aber zugleich auf die Probe, indem er mit jedem Schritt Aufmerksamkeit und Wachsamkeit fordert. Deshalb muss unser Held nicht nur das Meer beobachten, sondern auch lernen, im Einklang mit ihm zu leben, um unversehrt zu bleiben und auf die Überraschungen vorbereitet zu sein, die in den blau-grünen Wellen lauern. Noch schwierigere Prüfungen erwarten ihn auf dem Weg zum Überleben und zur Rückkehr nach Hause. Jeder, der in Isolation gerät, sieht sich einer unglaublichen psychologischen Belastung ausgesetzt. Studien zeigen, dass Einsamkeit und der Verlust des Zeitgefühls schwerwiegende Folgen für die Psyche haben können. Die Unmöglichkeit zu kommunizieren und das Eingeschlossensein in den eigenen Gedanken führen zu einem Risiko, nach der Rückkehr in die Zivilisation eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Unser Held erkennt, als er sich in völliger Einsamkeit wiederfindet, dass das Überleben nicht nur von körperlicher Stärke, sondern auch von der Fähigkeit abhängt, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Das Management der Gedanken und die emotionale Selbstregulierung werden hier zu unverzichtbaren Fähigkeiten. Wenn Angst und Verzweiflung zu überwältigen drohen, ist es genau die Fähigkeit, die Energie der Gefühle in die richtige Richtung zu lenken, die zur Rettung wird.
Nur so kann man der erdrückenden Stille und dem inneren Kampf entgegentreten. Die Erinnerung an das Zuhause und die Angehörigen erhält die Motivation des Helden aufrecht und gibt ihm jene emotionale Unterstützung, die für jeden neuen Schritt notwendig ist. Diese Erinnerungen erweisen sich nicht nur als Quelle des Schmerzes, sondern auch als verborgene Kraft, die ihn trotz aller Schwierigkeiten vorantreibt. Der mentale Zustand in Isolation verändert sich wie die Gezeiten des Ozeans. Euphorie wechselt sich mit Panik ab, Aktivität wird von Depression abgelöst. All das verlangt vom Helden Geschick und die Fähigkeit, sich im Moment neu auszurichten. Das Bewusstsein für die Realität unterliegt Veränderungen und in dieser Verschiebung gelingt es dem Helden, unerwartete Möglichkeiten zur Rettung zu entdecken. Die Verschiebung der Akzente und ein frischer Blick auf Gewohntes werden zum Schlüssel und erweitern die Grenzen des Möglichen. Am Horizont kann eine Chance auf Rettung auftauchen und unser Held, nun mit neuem Wissen ausgestattet, ist bereit, sie zu nutzen. Während er seine Schritte am Sandstrand vorsichtig setzt, entdeckt der Held, dass der Ozean ihm Plastik zu Füßen gespült hat. Das ist eine deutliche Erinnerung an ein globales Problem, aber nicht immer ein Zeichen für die Nähe der Zivilisation. Diese Überreste reisen mit den Strömungen Tausende von Meilen weit und weisen nur auf das wachsende Ausmaß des ökologischen Problems hin. Entschlossen, ein stabiles und auffälliges Notsignal zu errichten, beginnt der Held, Steine und Muscheln zu sammeln und legt am Strand in riesigen Buchstaben SOS aus. Diese Materialien sorgen für Stabilität und der verstärkte Kontrast kann die Aufmerksamkeit von vorbeifliegenden Flugzeugen oder Patrouillenbooten auf sich ziehen. Es ist wichtig zu betonen, dass verschiedene Signaltechniken schon mehrfach Menschen in kritischen Situationen gerettet haben. Man braucht nur an die Erfahrung eines Seglers zu denken, der 3 Tage isoliert auf einer abgelegenen Insel verbrachte, aber geschickt Signale für die Retter setzte. Indem er den Verlauf der Himmelsströmungen beobachtet, hält der Protagonist Veränderungen fest und versucht, die Richtung von Wind und Strömung zu verstehen. Seine Skizzen dienen jedoch eher dem Verständnis als der Navigation und ermöglichen es ihm, seine Bewegungen besser zu planen. Das Wissen über die Natur hilft, die Orientierung zu bewahren, wenn jede Wolke und jede Windböe zum Schlüssel der Freiheit werden kann. Jedes neue Geräusch oder jeder Moment einer unsichtbaren Präsenz am Horizont lässt das Herz des Helden stocken. Doch schon bald wird seine Aufmerksamkeit gefesselt. In der Ferne ist ein Schuss aus der Signalpistole eines Patrouillenbootes zu hören. Das könnte genau das ersehnte Zeichen sein, auf das er gewartet hat. Der Ozean eröffnet neue Möglichkeiten und das Schicksal lächelt denen zu, die in unerwartet auftauchenden Zeichen Chancen erkennen können. Mit den ersten Strahlen der scharlachroten Sonne beginnt der Held einen neuen Tag und erkennt die Bedeutung der Vorbereitung auf die Rettung. In dieser von der Zivilisation abgelegenen Umgebung wird jedes Element des Plans entscheidend. Seine Aufgabe ist es, ein Wasserfahrzeug zu bauen, indem er die gefundenen Ressourcen nutzt. Die Insel bietet großzügig robustes Holz, das nach Stürmen am Ufer angespült wurde, und starke Äste, die der Held mit Lianen zusammenbindet. Ein Schlüsselelement ist das Anfertigen eines Netzes. Plastikflaschen und Stoffreste, die vom Meer angespült wurden, werden miteinander verflochten und bilden eine stabile Grundlage. Diese Fundstücke, die sonst als Symbol der Verschmutzung gelten, bieten nun Hoffnung auf eine Rückkehr. Der Held formt daraus nicht nur ein Netz, sondern auch eine Art Segeltuch, das in der Lage ist, Windböen in die gewünschte Richtung zu lenken. Indem er sich an der Sonne orientiert, plant der Held die Routenführung. Tagsüber, wenn die Sonne am deutlichsten zu sehen ist, legt er den Kurs fest und meidet das offene Meer. Das dient der Sicherheit, denn seine geringe Erfahrung in der Seefahrt verlangt von ihm besondere Vorsicht. Das Hauptziel ist es, entlang der Küste zu treiben, das Gebiet zu erkunden und nach Spuren von Zivilisation oder möglichen Begegnungen mit Menschen Ausschau zu halten. Jeder Aspekt dieses Plans, von der Stabilität der Konstruktion bis zur richtigen Windrichtung, ist von Bedeutung. Doch was wird unseren Helden auf die bevorstehende Begegnung mit dem Unbekannten vorbereiten? Dieser Moment wird zur Bewährungsprobe für all die Fähigkeiten und das Wissen, die er während seines unfreiwilligen Abenteuers auf der Insel erworben hat. Und obwohl die Kräfte der Natur ihm noch immer ihre Rätsel aufgeben, sieht er endlich einen Hoffnungsschimmer auf Rettung vor sich, so lange erwartet und ersehnt.